Ja, hallo allerseits. Ich bin die Sandra und für die, die es noch nicht wissen, ich bin äh, staatlich geprüfte Fremdenführerin hier in Wien und momentan kann ich natürlich keine Touren unternehmen. Und ja, damit euch auch die Decke nicht auf den Kopf fällt, vielleicht ein bisschen Abwechslung in eurem Alltag. Ich habe einen kleinen Beitrag vorbereitet über Beethoven heute. Warum Beethoven? Ja, wir feiern heuer quasi den Jahrestag seines Geburtstags. Er ist vor 250 Jahren im Dezember geboren worden, also 1770. Und aus dem Grund ist es halt heuer auch ein Beethoven-Jahr, wo natürlich viele Beethoven-Aufführungen stattfinden werden, sofern sich bald wieder alles normalisiert. Und wo es natürlich auch Führungen zu dem Thema geben wird. Ja, er war wahrscheinlich einer der ersten öffentlichen Starmusiker überhaupt. Er hat ein umfangreiches Werk auch hinterlassen, viele Sinfonien, das seien genannt die 5. oder die 9., aber eigentlich nur eine Oper und das war Fidelio. Fidelio ist vor ein paar Tagen auch live gestreamt worden und ja, in der Wiener Staatsoper kann man diese Aufführung am 2. Mai auch wieder mitverfolgen, wahrscheinlich live gestreamt und nicht vor Ort. Ja, und er war eine Persönlichkeit, kann man auf jeden Fall sagen, ne? Eine sehr eigenwillige Persönlichkeit. Es sind zahlreiche Anekdoten über ihn überliefert. Er war ja eigentlich gar kein Wiener, hat nur sehr lange in Wien gelebt und ist dann auch in Wien verstorben. Aber gekommen ist er eigentlich ursprünglich aus Köln, wo er geboren worden ist. Man hat dann nur geschafft, dass er nach einem Wienaufenthalt sich entschlossen hat, hier zu bleiben, weil man ihm eine Leibrente auf Lebenszeit versprochen hat. Und das war natürlich sehr verlockend in Zeiten wie diesen, wo natürlich die meisten Musiker eigentlich ja, noch Verträge hatten mit Gönnern sozusagen. Ne? Also bei Haydn war es zum Beispiel Esterhazy, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen. Ja, was ist jetzt so überliefert über ihn? Ich möchte euch jetzt nicht langweilen mit Daten aus seiner Biografie, obwohl natürlich schon einige einschneidende Momente sein Leben geprägt haben. Ne? Also da war beispielsweise das Heiligenstädter Testament, ne? Das war im Jahr 1802. Da ist er wirklich in der Krise gesteckt. Ne? Und zwar hat man dann auch dieses sogenannte Heiligenstädter Testament auch gefunden, wo er quasi verschriftlicht hat, dass er wirklich schwer an seinen Gehörleiden zu laborieren hat. Ne? Er hat dann auch schon gewusst, dass es unheilbar sein wird und er hätte eigentlich ja, diesen Brief, ne, seinen Bruder schicken wollen. Das ist nie abgeschickt worden. Er hat quasi in diesem Heiligenstädter Testament über sein Unglück geklagt, ne, und hat eigentlich gemeint, er wird den baldigen Tod erwarten. Taub ist er geworden, weil sein Gehörorgan langsam verknöchert ist. Und man kann sich natürlich vorstellen, für einen Komponisten ist das natürlich ein großes Drama, aber er hat trotzdem weiter komponiert und wirklich Meisterwerke auch geschaffen. Ja, bis zu seinem Tod hat es dann gedauert. Es war im Jahr 1827, dass er dann verstorben ist. Ne? An was? Ja, da gibt es viele Theorien oder viele Todesursachen. Ne? Bauchwassersucht, Lungenentzündung, Wundinfektion. Aber sehr wahrscheinlich ist das Leberversagen. Ja, an der Leberzirrhose, er hat ganz gern mal ein Gläschen Wein getrunken. Und man hat dann im Nachhinein auch eine große Bleibelastung festgestellt bei ihm und das kommt eben durch den Wein, weil man hat nämlich damals dann, wenn der Wein ein bisschen säuerlich gewesen ist, hat man Bleisalze dazu gegeben, um das Ganze ein bisschen süßlicher zu machen und die haben sich dann langsam, aber sicher auch abgelagert in der Leber. Ja, er hat natürlich einen Leibarzt gehabt, ne, der dann ihm natürlich letzten Endes dann doch nicht mehr helfen konnte. Das war ein gewisser Johann Malfatti, ein italienischer Arzt. Ne? Und er hat eine Ordination in Wien gehabt und er hatte auch eine sehr hübsche Tochter und in die Hedwig, da war der Beethoven verliebt. Leider hat sie ihn zurückgewiesen und im ersten Moment war er da so brüskiert darüber, dass er eigentlich gar nicht mehr wollte, dass ihn Malfatti behandelt. Aber als sich 1827 dann im Frühjahr, also bevor er gestorben, einige Zeit bevor er gestorben ist, sein Zustand wirklich verschlechtert hat, da hat er gesagt, alle Ärzte sind Esel, nur Malfatti kann mir helfen. Und da war der Malfatti dann doch wieder zu erweichen und hat ihn begonnen zu behandeln. Nichtsdestotrotz haben einige Kritiker behauptet, dass der Malfatti Beethovens Mörder gewesen sei, weil er dann im Endeffekt ihn
behandelt hat mit Methoden, die man heute nicht mehr so anwenden würde. Beispielsweise hat er angeblich ihm eine Portion Punsch verschrieben, ne, zur Besserung, und das war dann angeblich sein letztes Stündchen, was ihm da geschlagen hat. Aber da kommt natürlich viel zusammen und wie gesagt, die Bleiablagerungen, die hat man dann nachher gefunden. Ja, sein Lieblingsgericht, das ist überliefert, das wissen wir. Er hat sehr gern Nudeln gegessen mit Parmesan, aber nur, wenn sie nicht zerkocht waren. Ja, und das Problem bei ihm war, er hat oft selber gekocht, und wenn ihn aber dann die Inspiration geküsst hat, die Muse geküsst hat, dann hat er mitunter vergessen auf seine Nudeln, und so waren sie der Überlieferung nach sehr oft zerkocht. Ja, und er hat dann somit nicht Mittag gegessen. Ja, und mit der Muse, das war so eine Sache. Also er hat auch keine Tageszeiten gekannt oder Nachtzeiten. Er hat jetzt nicht bestimmte Arbeitsstunden gehabt, sondern wenn ihm was eingefallen ist, wenn er eine großartige Idee hatte, dann hat er die quasi auch sofort umsetzen müssen. Das heißt, er ist mitunter auch um 3 in der Früh an seinem Klavier gesessen und hat die Nachbarn geärgert. Er dürfte kein leichter Nachbar gewesen sein. Ne? Also sehr laut zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ne? Und da ist sogar eine Anekdote überliefert. Er hat in der Probusgasse 6 unter anderem gewohnt in Wien. Er hatte ja mehr als 70 Wohnadressen in Wien. Dazu gleich noch. Und da hat sich mal ein Nachbar beschwert beim Hausverwalter über Wasserflecken, die an der Decke erschienen sind. Das war sein unterer Nachbar, und der Hausverwalter ist ihm dann nachgegangen und ist dann draufgekommen, dass Beethoven gerade in seinem Schaffensdrang gewesen ist, ne, und wenn ihn da das Gemüt erhitzt hat, ne, dann hat er sich quasi abkühlen müssen und hat sich einfach einen kalten Wassereimer über den Kopf geleert, ne? Und ja, das hat er öfters getan, und damit ist irgendwann das Wasser auch zum Nachbarn durchgesickert. Er hat natürlich keine rechte Freude gehabt damit. Also man wollte Beethoven als Nachbar nicht unbedingt gerne haben. Ja, 70 Adresse habe ich gerade vorher erwähnt. Wieso derartig viele? Ja, wenn man es sich leisten konnte, hat man natürlich die Sommer außerhalb der Stadt verbracht. Damals war natürlich die Stadt Wien noch ganz anders als heute. Ne? Hat sich auf den ersten Bezirk beschränkt und war natürlich gerade im Sommer recht stickig. Ne? Und wenn man konnte, dann ist man natürlich auf Sommerfrische hinausgefahren. Das hat auch Beethoven getan, beispielsweise nach Baden. Dort gibt es auch ein Beethoven-Haus. Ne? Da gibt es auch zum Beispiel die nette Anekdote, dass er mitunter, wenn er kein Papier zur Verfügung hatte und Noten zu Papier bringen wollte, auch die Fensterläden dort angekritzelt hätte. Der Wirt hat das dann angeblich auch zu Geld gemacht und hat da doch gutes Geld lukrieren können, ne, mit dem Verkauf von diesen Fensterläden, wo Beethoven eben zugegen war. Ja, er hat auch ausgedehnte Spaziergänge in der Natur unternommen, zwecks der Inspiration. Manchmal hat er da auch die Zeit übersehen, manchmal hat es dann ein bisschen länger gedauert, bis er wieder zurückgekommen ist. Und so gibt es auch eine weitere Anekdote, dass er angeblich mal in Wiener Neustadt sogar verhaftet worden ist, ne, weil es schon dunkel geworden ist und man gedacht hat, er wäre ein Landstreicher. Ne, also hat mir auch nicht geglaubt, dass er Beethoven ist, sondern hat ihn dann quasi eingesperrt, und erst der Musikdirektor, den man dann angerufen hat ihn dann quasi identifizieren können, und das hat natürlich gedauert, bis man ihn dann wieder freilassen konnte, bis eben der Musikdirektor da war. Und angeblich hat sich der Bürgermeister von Wiener Neustadt damals höchstpersönlich bei ihm entschuldigt, weil das natürlich im Nachhinein recht peinlich gewesen ist für ihn. Ja, wie gesagt, die Adresswechseln, also 70 Mal, das war durchaus üblich. Man hat damals natürlich auch noch nicht so viel Hausrat gehabt wie heute, aber nichtsdestotrotz war das natürlich eine Herausforderung, weil er natürlich alle paar Monate quasi eine neue Adresse hatte. Und er hatte auch die Angewohnheit, dass er Freunden gesagt hat, wenn ihr mir einen Brief schicken wollt, dann schreibt einfach Ludwig van Beethoven. Der Postbote, der kennt mich schon, also der Briefträger wird mich schon finden. War natürlich eine Herausforderung bei der Anzahl an Adressen, die uns heute eben überliefert sind. Ne? Und die kann einem der Briefträger quasi nur leid tun eigentlich. Ja, das war jetzt, wie gesagt, einige kurze Anekdoten zu Beethoven, zum grauperten Musikanten, wie man ihn manchmal genannt hat. Und ja, vielleicht habt ihr auch Lust, ein bisschen mehr über dieses Musikgenie zu erfahren. Wie gesagt, es gibt heuer sicher sehr viele Möglichkeiten, sobald sich natürlich die Situation wieder gebessert hat. Aber so lange bleibt bitte zu Hause. Ich versuche euch die Zeit ein bisschen zu verkürzen mit dem einen oder dem anderen Video. Vielen Dank fürs Zusehen und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ja, bleibt zu Hause und bleibt vor allem gesund. Tschüss.